Mittlerweile ist es so, dass die DJI Mini 4 Pro doch schon einige Tage auf dem Markt ist, was bedeutet, es gibt langsam gutes Zubehör für deine Drohne. Und was es so an Zubehör gibt, was ich mir gekauft habe, was ich momentan verwende, erfährst du jetzt in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Mittlerweile sieht es bei mir aus wie auf einem Flugplatz. Das hat aber die Bewandtnis, dass ich an euch eine Frage habe. Und zwar ist das die DJI Mavic Mini, die erste Mini. Das ist die DJI Mini 2, das ist die DJI Mini 3 Pro und das ist die DJI Mini 4 Pro. Wenn ihr Lust habt, einen Film zu sehen, in dem es sozusagen um die Geschichte der DJI Mini Drohne geht. Wir fangen an bei der Mavic Mini und enden dann bei der DJI Mini 4 Pro. Und ich erkläre mal so die Hintergründe der Entstehung der ganzen Mini-Drohnen-Geschichte. Dann schreibt es direkt hier gerne in meine Kommentare, ob ihr so ein Video sehen möchtet. Dann mache ich das natürlich für euch. Ich finde es total spannend, denn ich habe wirklich noch altes Filmmaterial von der Mavic Mini, von der Mini 2 und natürlich auch den anderen Drohnen und könnte euch da so ein richtig schönes Video zurechtzaubern. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare, dann wird es produziert. Gleichzeitig ist dieses Video natürlich in Kapiteln aufgeteilt, was bedeutet, wenn euch ein Zubehör interessiert, dann könnt ihr direkt in dieses Kapitel reinspringen. Wenn euch das Video gefällt, sehr gerne liken, den Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen und wenn ihr die Artikel kaufen möchtet, beziehungsweise nochmal genau nachlesen möchtet, ist natürlich alles hier in meiner Videobeschreibung ordentlich aufgelistet. Vielen Dank dafür, jetzt geht's los. Meine neueste Errungenschaft dreht sich nicht unmittelbar um die DJI Mini 4 Pro, sondern mehr um den RC-Controller. Das habe ich mir letzte Woche geleistet, als ich in Österreich war und für euch das DJI Mini 4 Wintervideo produziert habe. Und wenn ihr euch das anschauen möchtet, dann sehr gerne. Es ist hier oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und das ist natürlich ein Video, wo ich in den Alpen war und für euch einen richtig schönen Winterfilm gemacht habe. Jetzt aber zum Controller und zwar zu diesem Schutz. Und der ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Und zwar geht es darum, ich bin natürlich ein Experte, der nicht immer seine Sticks abschrauben möchte. Gleichzeitig schützt der natürlich den Controller und du kannst die Sticks dran lassen, da hier definitiv nichts passiert, wenn irgendwas anderes auf dem Controller liegt. Des Weiteren schützt er natürlich auch dein Glas. Das heißt, der Controller kann auch mal genau auf die Seite runterfallen und kommt natürlich erstmal hier auf diese beiden Punkte auf und da passiert relativ wenig. Ihr spart sozusagen diese Schutzfolie, die es auch im Zubehör gibt, wo man sich hier sozusagen eine Schutzfolie raufkleben kann, ähnlich wie beim Telefon und das dann hier weniger zerkratzt bzw. dann auch weniger kaputt geht. Das ist aber nicht alles, denn du hast natürlich noch den ultimativen Halt. Hier hinten hast du zwei Schrauben dran, die du dann justierst, im Controller einschraubst und so hält deine Schutzhülle eigentlich optimal. Und wenn du jetzt mal unterwegs bist, zum Beispiel im Winter in den Alpen und richtig schön Sonnenwetter hast, dann weißt du ganz genau, dass die Sonne manchmal in einem doofen Winkel auf den Controller scheinen kann und du dann kaum was siehst. Der ist natürlich hell genug, keine Frage, aber es gibt manchmal so Situationen, wo du dann mit dem Controller stehst und die Sonne knallt direkt drauf. Dafür ist dieser Controllerschutz natürlich auch geeignet, denn du hast hier diesen Schutz auch noch als Sonnenschutz. Das heißt, du kannst den Controller dahin drehen, wo die Sonne dir direkt entgegenscheint und schon hast du in allen verschiedenen Möglichkeiten verstellbar dann auch Schatten. Hier gibt es noch einmal eine kleine Klappe, die kannst du ebenfalls aufklappen und dann nochmal so ein bisschen den Sonnenschutz justieren, dass es gut aussieht. Also das Ding ist nach meiner Meinung wirklich eine gute Anschaffung, weil es dir erstens, wie gesagt, natürlich den Controller schützt, zweitens relativ stabil ist, drittens musst du die Sticks nicht mehr abschrauben und viertens ist das auch nicht teuer. Das liegt so um die 20 € bei Amazon. Schaut mal nach, es gibt verschiedene Hersteller, die das hier produzieren. Alles verlinkt in meiner Videobeschreibung. Hiervon bin ich wirklich begeistert, das gefällt mir und gleichzeitig hat es mir wirklich viel gebracht, als ich letzte Woche in den Alpen unterwegs war bei schönem Sonnenschein und da gab es wie gesagt verschiedene Situationen, wo die Sonne direkt auf den Controller raufgeschienen hat und dieses Produkt hat es eigentlich verhindert, dass ich dann nichts sehe und ich konnte optimal Filmchen mitmachen, mir gefällt's. Was gerade im Winter bei Schnee, Eis, Feuchtigkeit im Sommer am Strand, bei Sand oder bei Matsch oder schmutzigen Untergründen relativ wichtig ist, sofern du die Drohne nicht aus der Hand startest, ist natürlich ein Landepad. Gerade im Sommer auf der Wiese ist der Untergrund immer
uneben und hiermit kannst du den Untergrund so ein bisschen ausgleichen, weil das Landepad auch relativ schwer ist, sage ich mal so von der Aufmachung, aber auch massiv und das kannst du natürlich auch von beiden Seiten verwenden, je nachdem auf was du Lust hast. Was mich an diesem Landepad so fasziniert, ist einfach diese Mobilität, das heißt diese Kompaktheit, dass du das Ding hier einfach in ein kleines Viereck zusammenfalten kannst. Das passt bei mir optimal in meinen Drohnenkoffer und auch in die Drohnentasche und bei euch vielleicht in den Rucksack und das ist nicht teuer. Wir liegen hier bei 20, 25 Euro und das Highlight gegenüber anderen Landepads, die so aus Stoff sind und sich dann so aufklappen, zeige ich auch noch mal gleich eins, ist natürlich, dass du dieses Landepad hier dem Untergrund teilweise so ein bisschen anpassen kannst. Das heißt, die Drohne startet meistens dann gerade und dann, wenn du jetzt im Sommer auf der Wiese das Landepad hinlegst, weißt du ganz genau, dass es uneben ist. Das glättet das so ein bisschen, weil es auch ein bisschen schwerer ist. Ja, also ich nutze das Landepad hier schon seit knapp 2 Jahren, bin damit total zufrieden. Es geht nicht kaputt, es ist stabil, es hat gut durchgehalten. Hierfür kann ich wirklich die Hand ins Feuer legen und es euch empfehlen. 20 bis 25 Euro ist das mittlerweile teuer und ein richtig gutes Produkt. Die Alternative B sind natürlich dann diese riesengroßen Landepads, gerade für Anfänger natürlich interessant, denn hier ist die Landefläche deutlich größer. Das heißt, wenn du das noch nicht so richtig beherrschen solltest mit dem Starten und Landen, hast du hier natürlich die Möglichkeit, größere Flächen zu belanden. Und jetzt nicht erschrecken. Ja, so, guck mal. Das ist ein riesengroßes Teil, auch wie gesagt beidseitig zu verwenden. Hier oben ist ein Metallring drin und die Mittelfläche besteht dann aus Stoff. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Haken, mit denen du das Landepad dann hier befestigen kannst, den Untergrund richtig sauber hast, dann hier nochmal Reflektoren. Also es ist an alles gedacht worden und gerade für Anfänger könnte ich dieses Landepad hier empfehlen und das hat wie gesagt eine größere Landefläche, dass wenn du die Drohne noch nicht so richtig beherrschst, hast du hier die Möglichkeit wirklich auf sauberen Untergrund zu landen. Diese Art von Landepads gibt es mittlerweile schon ab 10 Euro im Netz. 10, 12 Euro musst du dafür berappen. Es gibt die natürlich in verschiedenen Ausführungen mit Haken, ohne Haken und mit Blinklichtern und alles drum und dran. Je nachdem, auf was du Lust hast. Wie gesagt, ab 12 Euro das riesen Landepad. Zum nächsten Produkt werde ich natürlich immer wieder angeschrieben und kann nur sagen, wichtig ist natürlich auch, was ihr für eine SD-Karte in die DJI Mini 4 Pro einlegt. Da gibt es viele Angebote im Netz, von ganz günstig bis natürlich ganz teuer. Und ich kann eigentlich nur sagen, ich nutze seit über 3 Jahren die gleiche SD-Karte. Und zwar die SanDisk Extreme V30, was bedeutet, die hat auch relativ schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten. Die DJI Mini 4 Pro überträgt, glaube ich, die Daten mit bis zu 130 Megabytes pro Sekunde und genau in diesem Level liegt auch diese SD-Karte. Es ist eine V30 SD-Karte, 256 Gigabyte groß, was bedeutet, du hast wirklich eine Menge Platz, um deine Drohnenaufnahmen hier zu speichern. Ich hatte noch nie Dropouts, ich hatte noch nie Fehler mit dieser SD-Karte. Sie ist wasserdicht, röntgensicher, für Flughäfen und Reisen natürlich auch super geeignet und ich kann sie wirklich nur empfehlen, denn sie liegt natürlich auch in der Mitte der Preis-Leistungs-Geschichten, die da im Netz existieren. Also ist weder zu billig noch zu teuer. Die liegt etwa bei 20 Euro, was ich wirklich fair finde, denn hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis noch in Ordnung und sie ist sicher, kompakt, zuverlässig. Ich kann sie nur empfehlen. Das nächste Zubehör richtet sich an alle mobilen Nutzer der DJI Mini 4, die entweder mit dem Bike unterwegs sind, die mit dem Roller unterwegs sind, die Autos tracken oder andere Geschichten machen. Und zwar geht es hier um Riemen bzw. Trageriemen für den Controller. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den Controller über eine Fahrradhalterung bzw. Rollerhalterung anzubringen. Das ist auch nicht schlecht, aber spätestens, wenn es ins Gelände oder auf unebene Straßen geht, nützen diese Fahrradhalterungen relativ wenig, weil die wirklich durch diese Rumpelei mit dem Fahrrad immer wieder locker werden oder teilweise abfallen. Ich habe da schon Dinge erlebt, also ich habe kein Vertrauen in diese Fahrradhalterung und gleichzeitig musst du natürlich auch die Hände am Lenkrad haben und kannst den Controller nicht bedienen. Also
Vom Prinzip her bin ich schon wirklich beim Trageriemen gelandet und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt einen gekauft, den habe ich irgendwie für 10 Euro bekommen. Ich fand den lustig und zwar gibt es hier so eine schöne Aufschrift drauf. Das heißt, wenn du die Drohne fliegst, hast du natürlich an alle ein Signal gesetzt, dass du Drohne fliegst und nicht gestört werden möchtest. Wer so ein lustiges Teil haben möchte, der kann sich das natürlich dann leisten. Kostet knapp 10 Euro, ist in meiner Videobeschreibung verlinkt und du hast auch hier diese Einlasshaken für den RC-Controller. Die sind ganz einfach einzubringen, denn du schraubst sie einfach hier nur in den Controller rein und damit ist das Gerät komplett fest. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, der ist hier nicht verstellbar, einen verstellbaren Riemen zu nehmen, dass du sozusagen hier nochmal die Länge anpassen kannst, wenn er bei dir um den Hals hängt, entweder der Controller so oder etwas tiefer. Das gibt es dann auch für nicht mal 10 Euro. Alles direkt in meiner Videobeschreibung verlinkt für die mobilen Fahrradfahrer, für die Rollerfahrer und natürlich auch für die ihr Auto oder andere Autos tracken möchten. Eine richtig gute Idee, denn wie gesagt, von den Fahrradhalterungen halte ich nicht allzu viel. Ich habe da wirklich noch keine gefunden, die so stabil ist, die dann auch im Gelände am Rahmen bzw. am Lenker hält. Bleiben wir gleich mal beim Thema mobiler Einsatz und hier habe ich mir diesmal nichts gekauft, das hat mir die Firma Skyreed zugeschickt und zwar ist das mittlerweile auch ein nützliches Zubehör von mir geworden. Es ist ein Drohnenkoffer und dieser Drohnenkoffer beinhaltet natürlich dann deine Drohne, den Controller und Platz für bis zu 6 Akkus. Hier ist ebenfalls nochmal Platz, hier kannst du wahrscheinlich dann nochmal aufrüsten. Und vom Prinzip her kann man sagen, das ist ein luftdichter, wasserdichter Koffer. Ich habe schon in meinem letzten Video Kommentare bekommen, dass dieses Teil natürlich relativ klobig ist fürs Flugzeug oder auf Reisen. Da habt ihr natürlich recht, aber ich nutze ihn natürlich nicht im Flugzeug, sondern ich nutze ihn mobil. Das heißt, wenn es aufs Bike geht oder auf den E-Roller, dann nehme ich diesen Koffer mit, denn er nützt hier eine ganze Menge. Der ist erstens luftdicht und wasserdicht verschlossen, wenn er zu ist. Und zweitens hat er natürlich dann den Vorteil, dass du auch mal auf die Nase fallen kannst mit der Drohne, beziehungsweise die Drohne einfach irgendwo ablegen kannst. Wassergeschützt, windgeschützt, schmutzgeschützt. Das ist alles gar kein Problem. Und du kannst dank des Riemens, der hier wirklich sehr fest montiert ist, auch den Koffer umhängen. Beim Fahrradfahren oder sogar beim Motorradfahren. Und wenn du das Ganze dann, wie gesagt, mitnimmst, dann hast du die Möglichkeit, dass deine Drohne wirklich nicht kaputt geht. Die Taschen im Fly More Combo, die sind natürlich auch relativ schick, aber es ist wirklich mal so, dass wenn du im Gelände unterwegs bist, draußen unterwegs bist oder wirklich beim Film, dass du hier einen richtig robusten Schutz benötigst. Und hier ist der Koffer von Skyreed natürlich die ideale Geschichte, die deine Drohne schützt vor Schlägen, vor Fall, vor allem, vor Unwetter, vor Schiffsunglücken, vor Flugzeugunglücken, was noch alles so kommen kann. Das ist wirklich ein Schutz, den du brauchst, wenn du wirklich sehr viel mit der Drohne unterwegs bist und hier mobil im Einsatz bist. Wie gesagt, ich hätte ihn mir nie gekauft, aber seitdem ich ihn habe, bin ich froh, dass ich ihn habe, weil so ein- oder zweimal ist es schon passiert, dass der Koffer runtergefallen ist. Und jetzt, wo ich in den Alpen war, da habe ich natürlich dann an einigen Situationen auch die Drohne hier raufstellen können und einfach von dem Koffer starten und landen können, was natürlich auch eine gute Alternative ist, wenn du jetzt mal dein Landepad vergessen hast oder die Umgebung etwas kompliziert ist. Da kannst du natürlich dann auch den Koffer nutzen. Für mich ist er ein gutes Zubehör. Ich wollte ihn euch mal zeigen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, direkt in meiner Videobeschreibung. Fürs nächste Produkt habe ich jetzt mal ein bisschen mehr aufgebaut, denn jetzt geht es wieder um den RC-Controller. Und zwar, falls ihr es schon wusstet, die meisten wissen es natürlich von euch, ihr könnt an den RC-Controller auch einen externen Monitor anschließen. Du seht ja hier beim RC2-Controller hier unten einen USB-C-Anschluss und die meisten Monitore haben natürlich keinen USB-C-Anschluss. Gerade wenn du mobil unterwegs bist, dann hast du hier natürlich dann das Nachsehen. Und hier gibt es einen Monitor, der relativ groß ist. Den gibt es in verschiedenen Größen, gibt es natürlich auch ein bisschen kleiner. Aber diesen Monitor, den kannst du an deinen RC-Controller ganz ideal und entspannt anschließen, nämlich nur über diesen USB-C-Anschluss. Hier hast du dann natürlich ein größeres Bild von deiner Drohne, gerade wenn du so Filme produzierst, wo andere Leute die Bilder mit überwachen möchten, ist das natürlich eine gute Geschichte mit einem externen Monitor. Und wie gesagt, falls du es noch nicht wusstest, du kannst hier über den USB-C-Anschluss externe Monitore anschließen. Das Teil kostet knapp 100 Euro, ist natürlich nicht nur nützlich
ähnlich für deinen RC-Controller. Das kannst du dann auch für einen Rechner mobil nehmen oder für dein Telefon. Ich habe es jetzt für mein iPhone schon mal direkt mal mitgenommen. Also es ist eine universelle Geschichte, und wenn du jetzt Filme drehst oder andere Personen dann dein Bild überwachen lassen möchtest, ist das eine gute Alternative, die du hier nutzen kannst. Ich nehme den Monitor tatsächlich öfter zu Produktionen mit, weil es gibt dann bei Produktionen von Autovideos oder von anderen Videos natürlich immer Leute, die gleich mit raufschauen möchten oder einige Vorstellungen haben, so wie du das Video produzieren oder drehen sollst. Und dafür ist es eigentlich ganz gut, dann müssen die nicht alle um den Controller rumstehen und das kleine Bild hier sozusagen begutachten. Die haben dann einen externen Monitor. Ich habe so ein 3 Meter USB-C-Kabel mit. Dann können die sich das anschauen, und gleichzeitig für mich ist es natürlich auch interessant, dass ich einige Bilder mal in größer überwachen kann und in größer auch sehen kann als auf diesem kleinen Display. Ist natürlich nur eine kleine Anregung, dass man auch solche Dinge mit dem RC-Controller machen kann, dass man hier sozusagen größere Monitore anschließen kann. Um die 100 Euro das Teil in meiner Videobeschreibung, und jetzt kommen wir zum nächsten Produkt. Mit das wichtigste Zubehör für mich ist natürlich dieser Ladeadapter, und zwar geht es darum, dass natürlich derjenige, der sich korrekt auf seinen Drohnenflug vorbereitet, am Abend zuvor die Drohne lädt, die Akkus lädt und natürlich auch den Controller. Manchmal ist es aber so, dass du es vergessen hast oder auch wenig Zeit hast, um deine Drohne zu laden, gerade im Anschlussdreh oder bei anderen Geschichten. Und da hat mir dieses Ladegerät wirklich schon einige Male den Hintern gerettet, weil es ist ein Schnellladegerät mit 140 Watt. Du kannst hier 3 Parteien anschließen, und zwar zweimal USB-C und einmal USB-A, und das bedeutet, du kannst gleichzeitig die Akkus schnell laden, du kannst die Drohne schnell laden, also der Akku, der in der Drohne mit drin ist, und du kannst natürlich auch nochmal den Controller schnell laden, und das auf einen Streich. Du musst die nicht in unterschiedliche Steckdosen reinstecken oder halt in verschiedene Adapter. Das Teil macht deine DJI Mini 4 und die Akkus sowie den Controller innerhalb von gut einer Stunde wieder fit und startbereit und ist wirklich leicht zu transportieren, ist zuverlässig. Ich habe das jetzt seit einem halben Jahr, da ist nichts passiert. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr genauso seid, dass ihr so ein bisschen alles auf den letzten Pfiff macht, beziehungsweise manchmal Dinge vergesst, und das Teil rettet euch den Hintern, denn hier geht es in circa gut einer Stunde weiter mit dem Drohnenflug. Einige interessiert es, die anderen interessiert es nicht. Es geht um das Thema Nachtflug. Und beim Thema Nachtflug ist es leider wieder so, dass sich bei der DJI Mini 4, wenn du die Aufnahme betätigst, in der Nacht die LEDs abschalten. Das heißt, die Drohne ist dunkel am Himmel, du siehst sie überhaupt nicht mehr. Und hier gibt es eine kleine Möglichkeit, die ich immer in Betracht ziehe, und zwar sind das diese LED-Leuchten, die hier sozusagen in so einer kleinen Kiste mit drin sind. Und bei diesen LED-Leuchten hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten, die leuchten zu lassen, kurz oder komplett lang. Und im hinteren Teil besteht die Möglichkeit, die dann irgendwo, wo du möchtest, ich mache das meistens hinten am Akku, dann zu befestigen, und schon siehst du die Drohne von hinten. Du kannst natürlich auch alle 4 hier unter den Propellern befestigen. Das geht auch, dass du die einfach hier unter den Propeller klebst und dann das Ganze 4-mal. Da siehst du natürlich dann noch mehr von der Drohne. Mir reicht es aber manchmal aus, dass ich hier wirklich hinten auf dem Akku das kleine Licht bloß anklebe. Das geht mehrmals anzukleben. Wie oft das natürlich dann anzukleben geht, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, 4 Leuchten, und die besitze ich seit circa 1,5 Jahren. Die leuchten immer noch, die kleben immer noch, und die leisten mir natürlich beim Nachtflug gute Gesellschaft in puncto Ausleuchtung der Drohne. Du kommst mit dieser kleinen Leuchte natürlich über 249 Gramm Gesamtgewicht mit deiner Drohne. Das solltest du beachten. Ansonsten ist das ein zuverlässiger Partner. Klein und kompakt, die halten ewig, die Dinger, die kleben öfter, und mir haben sie wirklich mittlerweile guten Beistand geleistet. Sind auch nicht teuer, so ein 4er-Pack kostet knapp 20 Euro. Was in meinem Zubehörkoffer natürlich nicht fehlen darf, sind ND-Filter. Gerade bei Schnee und Sonnenschein oder bei Sommeraufnahmen leisten die immer eine ganz gute Arbeit in puncto bessere Bilder. Und da gibt es einmal ein kleines und kompaktes Set von der Firma Skyread. Und hier hast du einen CPL-Filter mit drin, der ist auch noch verstellbar. Gleichzeitig ND-Filter von ND8 bis ND128. Sehr kompakt und klein gehalten. Das kannst du wirklich in die Jackentasche bzw. in die Hosentasche stecken. Liegt im Preisbereich von ca. 50 Euro. Die Filter sind auch gut. Ich habe sie mittlerweile wirklich lieben gelernt. Gerade bei kompakten Einsätzen ist das hier
wirklich optimal und ich kann das empfehlen. Wem das kleine Filterset nicht reichen sollte, da gibt es natürlich auch noch ein Profi-Filterset von der Firma Freewell. Hier sind 16 ND-Filter mit drin und nicht nur ND-Filter. Also es gibt einmal ein ND-Filterset von ND16 bis ND1000. Das sind ganz normale ND-Filter. Und dann gibt es natürlich auch noch ND-PL-Filter. Also ist der Polfilter noch gleichzeitig mit drinne. Und hier gibt es dann die Stufen 16 bis 256. Die sind dann drehbar und auch noch einstellbar, justierbar an so einem kleinen Ring. Das macht sich eigentlich ganz gut. Und es sind auch noch UV-Filter mit dabei, LPR-Filter mit dabei, CPL-Filter, also es ist für alles gesorgt. Diese Riesenkiste, die musst du ungefähr mit 150 € mit einkalkulieren. 16 Filter, hier fehlt es dir an nichts. Also die Profis unter uns, die werden das natürlich lieben, weil die können mit den Filtern eine ganze Menge anfangen. Ich habe auch in der letzten Zeit viele Zuschriften bekommen von Zuschauern, die ihre Drohne mit dem ganz normalen Controller fliegen und einem Tablet, was natürlich auch richtig Spaß macht, denn du hast hier automatisch ein größeres Bild und das Tablet gibt dir natürlich nochmal eine ganz andere Helligkeit und ganz andere Eindrücke von deinem Umfeld. Und für diese Art von Flüge gibt es natürlich auch noch eine Tablet-Halterung, die ist massiv aus Metall, hier unterschiedlich verstellbar an diesem Ring. Das heißt, du kannst das Tablet natürlich noch in verschiedene Höhen einstellen und für dich ideal justieren. Das geht auch relativ einfach für alle Nicht-Technik-Begeisterten. Das braucht man einfach nur in den Controller reinschieben und schon hält das ganze Ding dann auch wirklich bombenfest. Gefällt mir richtig gut, kostet so knapp 20 €, wer den normalen Controller besitzt und nicht den RC2-Controller und mal mit dem Tablet fliegen möchte, der ist hier auf der richtigen Seite. Und in Bezug auf Tablets gibt es natürlich jetzt auch ein ganz gutes Angebot von der Firma Doogee und hier kriegst du ein 10 Zoll Tablet, ideal fürs Drohnefliegen mit guter Ausstattung, hellem Display für nicht mal 120 €. Habe ich euch direkt mal in meiner Videobeschreibung verlinkt. Wen es interessiert, der kann ja mal nachschauen als Idee, mit dem Tablet zu fliegen. Wer noch kein Tablet hat und ein günstiges haben möchte, der kann hier gerne mal zugreifen. Ansonsten finde ich das selber relativ witzig, mit dem Tablet zu fliegen. Ich habe es, wie gesagt, jetzt mal mit der DJI Mini 2 ausprobiert und das war echt cool. Was mir jetzt gerade in den Alpen den Hintern gerettet hat, ist diese mobile Powerbank. Das heißt, wenn du mit deiner Drohne und bei dem Dreh natürlich sehr viel unterwegs bist und tagelang auch mal abgeschottet bist von Energie und von Elektrik, dann kannst du hier auch mal eine mobile Powerbank mitbringen. Diese Powerbank ist von Allpowers, kostet nicht allzu viel, 120 €. 78.000 Milliampere, 300 Watt als Steckdose und lädt deine Drohne komplett, also Drohne, Akku und Controller bis zu 5-mal hintereinander auf. Und ich hatte es jetzt, wie gesagt, in den Alpen dabei, als ich nicht immer runterfahren wollte ins Hotel. Vor allen Dingen musst du ja das Auto meistens immer anmachen, wenn du kein E-Auto hast, um dann die Drohne zu laden. Und das rettet dir manchmal den Hintern bei Drehs, indem du sehr lange unterwegs bist. Wenn es abends mal dunkel wird und du was sehen möchtest, hast du hier gleichzeitig auch noch Taschenlampen dran, die dann sozusagen hier die Umgebung beleuchten können. Und hier oben noch ein Handy-Ladegerät, also wenn du mit dem Handy unterwegs bist und die Drohne fliegst, kannst du das über Wireless hier oben auch noch mal laden. Ich finde es schön, ich finde es nett, habe es ehrlicherweise auch zugeschickt bekommen und dann auch mal durchprobiert. Ein ganzes Video siehst du hier direkt noch mal auf meinem Kanal. Und wer so wie ich öfter mal einige Tage unterwegs ist und nicht immer Strom dabei hat, der kann das gern mal ins Auge fassen. Ich finde es schön und nicht nur, weil ich es zugeschickt bekommen habe, sondern weil ich es auch öfter mal ausprobiert habe und mittlerweile sehr viel nutze. Und wenn es für euch was ist, schaut einfach in die Videobeschreibung nach, da findet ihr dieses Gerät definitiv. Wenn ihr jetzt Zubehör habt, was euch ganz besonders gefällt und ihr es unbedingt empfehlt haben möchtet, dann schreibt es doch mal hier in meine Videobeschreibung mit rein. Dann nehme ich das natürlich in das nächste Zubehörvideo mit rein, denn es gibt noch ein großes, langes Zubehörvideo, in dem ich wirklich von A bis Z das ganze Zubehör für die DJI Mini 4 Pro zeige und auch vorstelle, aber jetzt nicht persönlich, sondern mehr so digital, weil ich ja auch nicht alles besitze und mir alles kaufen kann. Das wird dann auch mittlerweile zu teuer. So groß ist der Kanal noch nicht, dass ich mir das alles sozusagen direkt leisten kann. Aber es gibt noch ein zweites, fettes, großes Video, in dem ich viele, viele Dinge vorstelle. Wenn euch was interessiert, wenn ihr ein Lieblingszubehör habt, einfach rein damit in die Kommentare. Ich nehme es dann gern in meinem nächsten Video auf, stelle es vor. Damit danke fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video. Und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke.